Heute haben wir wieder mal HD-Spülung, aber nur HD-Spülung. Ich glaube 40 Meter müssen wir reinigen. Und das ist dann unsere Regenwasser. Die geht hier entlang. Schauen wir mal, wie groß ist das Rohr überhaupt. Heute bin ich wieder mal mit Daniel unterwegs. Und bis unser Tank voll ist, zeige ich euch mal, wie die Leitung aussieht jetzt im Moment. Und bei dem Objekt war ich. Hier habe ich meinen Frosch euch in einem Short gezeigt. Und da entlang läuft das Leitung. Und die ist ja komplett voll. Daniel ist positiv eingestellt? Immer. Immer. Okay. Also hier war sichtbares Rohr damals und die ist jetzt zugegraben. Ja, Daniel, Vorsicht, hier sind sehr viele Stachel drin. Nicht, dass du dann Aua sagst, du musst mal Hubschrauber anrufen. Also, und ja, von hier arbeiten wir jetzt. Also es läuft schon mal nicht vom Rohr und von da vorne irgendwo läuft das Wasser. Ja. Und die ist ja komplett dicht. Circa 4 Meter nach vorne. Alles dicht. Und ja. Was machen wir jetzt? Warten, bis der Spüler voll ist. Oder machen wir mit 16er Spirale schnell? Ja. Okay, dann schauen wir. Da ist schon Werkzeug, schau. Da ist der Werkzeug. Alles schon da, steht bereit. Falls wir uns festfahren mit unserer HD-Spüler, dann ja, müssen wir aufgraben. Und diese Wir können Rohr per Hand reinigen. Hä? Wir können Rohr per Hand reinigen. Handspirale, oder? Ja. Da muss man Bauch aus schnell. Und 5 Liter Rohrreinigungsmittel mit Granulat reinschütteln und dann geht's wieder. Also hier entlang geht es irgendwo. Und das müssen wir jetzt frei. Und dann schauen wir mal, wie viel Dreck überhaupt da rauskommt. Letztes Mal war ich mit der Kamera drin, war dicht. Und heute machen wir frei. Also hier läuft ja ständig Wasser. Das pumpt vom Kellerbereich. Und der Kellerbereich sieht ja ein bisschen anders aus. Schauen wir mal gleich. Da kommt ja ordentlich Wasser raus. Okay, hier ist der Kellerbereich. Hier ist alles nass. Da. Also hier sammelt sich das ganze Wasser vom Keller. Das sieht man schon. Da kommt ja ordentlich raus. Kommt hier nicht durch. Alles gut. Oh ja. Hol das an. Das läuft. Hallo. Hier ist schon mal was nachgebaut. Passt. Hier ist schon mal was nachgebaut. Hier läuft von da raus Heizraum. Da haben die aufgestellt, dass es besser abläuft. Und dann drückt alles aus dem Mauer weg. Also, schreibt im Kommentar, was das sein kann. Wo ist verstopft? Es riecht ja nach Frischwasser alles. Also Regenwasser, da ist auch alles nass. Kommt hier raus, ne? Da ist alles nass. Und hier kommt's raus, oder was? Hier kommt's raus. Und dann diese Wachse und dort. Hier kommt raus. Hier, was ist das? Katzenstreu? Das mache ich, das ist so Duft. Duft? Ja, und dann ich mache, klage ich und dann so. Okay, passt. Also wir spülen jetzt mal diese eine Leitung, was der Kunde gemeint hat, aber ich glaube, das war unsere Leitung ist was anderes. Und hier ist ja ganz anderes Problem, glaube ich. Aber gut. Sie wollen, dass wir diese Leitung spülen, weil der verstopft war. Und dann schauen wir mal. Die Pumpe läuft ja auf Hochtour. Die pumpt ja ganz im Dach da. Kann das auch Trinkwasser sein oder was das ist, wissen wir noch nicht. Okay. Bist du ready? Ja. Dann ab mit dir nach vorne. Mit dem ganzen Gebüsch, ne?
gib Gas. Wie tief soll ich reinstecken? Was? Wie tief soll ich reinstecken? Wie tief sollst du reinstecken, das fragst du bei jemand anderen. Aber jetzt warte. So, Daniel ist ja heute mal lustig. Ja, mal schauen, ob unsere Anlage heute läuft, wie geplant oder nicht. So. Letztes Mal war Batterie ziemlich leer, aber wir haben heute was zum Überbrücken. Unsere Schalter aber auch dabei. Alter, ich muss mich durchkämpfen hier. Aufpassen, weil wenn sobald ich einschalte, ne, Ja, geht's ab. geht's ja ab. Ich schieb ihn rein, okay? Bist du dann ready dann, ne? Ja. Ist an schon, oder? Jetzt gleich an. Jetzt ist an. Rein, rein, rein. Oh. Auf die Füße aufpassen. Und wie ist anstrengend? Flutscht gut rein, muss ich sagen. Flutscht? Ja. Hast du Flutsche benutzt? So, mal schauen, ob Daniel durchkämpft. Oh, jetzt aber. Bisschen zurück. Nein, nein, nicht Gewalt. Ja. Da ist Verstopfung wahrscheinlich. Das kann sein. Hey, ein bisschen Staub. Drehen? Ich hab nicht verstanden, was hast du gesagt? Staub drehen. Ist auf die Klick. Ja. Wir stehen wahrscheinlich vorne bei dem Bogen, ne? Ey, die spielt mit dem Schlauch, als ob das jeden Tag macht. Sehr viel Steine drin. Pass auf.
wir mal nicht mal weiter. Haben angefangen zum Graben. Hier kommt zurück Stau. Da drückt ja Wasser raus. Und der fleißige Daniel hat schon mal nebenbei mit der Kamera reingefahren und die kleine Ursache gefunden. Wir haben bei 20 Meter sehr starke Wurzeleinwuchs. Hier sieht man. Und ja, und da wo Wurzeln reinwachsen, natürlich ist da wahrscheinlich eher zusammengebrochen. Daniel, sehr fleißiger Mann. Ich bin selber stolz auf mich, muss ich sagen. Sehr gut. Und wir haben jetzt nicht mal Wurzelschneider, glaube ich, dabei für Ding, Aber es für ist ja unseren Hochdruck. komplett zu. Ja, komplett zu. Aber wir haben schon mal richtig durchgebohrt. Ja. Jetzt schauen wir mal, ob ich da mal noch mal durchkomme oder nicht. Aber sonst ist das Rohr frei wieder, ne? Ja, ja, Leitung schaut Weil richtig hier- gut aus. Hier war die Leitung komplett bis nach vorne Mit Steinen. mit Steinen und alles drum und dran. Jetzt schauen wir mal, ob wir noch mal mit Hochdruck kommen. Ja. Hast du genullt, Kamera? Habe ich genullt. 20 Meter. Okay, dann schauen wir mal nach vorne bei 20 Meter. So, jetzt haben wir diese 20 Meter, bei 20 Meter Wurzel. Jetzt sind wir bei schwerer Artillerie mit der Rohrreinigungsmaschine. Und ich hoffe, dass wir da diese Bogen jetzt losen und dann das restliche Zeug mal rausspülen. Momentan läuft der Plan, solange nicht dunkel wird. Hört er mich vorne? Hast du Widerstand? Noch kein Widerstand, so richtig. Oh, das liegt jetzt zerrissen. Und jetzt kommt der Widerstand. Jetzt müsste ich beim Wurzel sein. Also entweder kommt das hier richtig Beschuss oder hinten ist der ordentlich zusammengebrochen durch die Wurzel. Also natürlich bei 200er stellt sich auch die Spirale ein bisschen hoch. Hier wäre optimal die 32er Spirale. Und Aber so richtig krassen Widerstand hast du ja nicht. ja, doch, die Spirale hört ihr das? Ja, ja, jetzt fehlt, jetzt fehlt. Jetzt geht's ab. Und gleich kaboom. Und du bist komplett nass. Jetzt sind wir einmal durchgefahren. Aber hier die alte Drainage, das Rohr, das war die alte, da kommt ja auch Wasser raus. Langsam. Und da haben sie neu angeschlossen. Eine richtige Blockade. Jetzt schauen wir mal überhaupt in das Loch rein mit der Kamera, ja, wie das aussieht. So, jetzt kommt hier langsam ein bisschen mehr Wasser und unsere Wurzeleinwuchs sieht jetzt so mal aus. Da kommt jetzt deutlich mehr Wasser, aber noch nicht so viel wie wir brauchen. Jetzt kann man gut sehen, oder? Ja. Jetzt passt. Okay, jetzt muss man das mal rausspülen und nochmal. Okay. So wie er aussieht. Wir haben mal Spirale rausgeholt und das ganze Ohrhaken ist ja ordentlich abgeschliffen und volle Erde. Das heißt, irgendwo bei 20 Meter ist er doch zusammengebrochen. Sie sind schon beim Puddeln fast fertig und ich glaube, wenn da heute fertig wird, dann werden wir die restliche Leitung rausspülen. Aber jetzt machen wir die 20 Meter nochmal, weil da liegt ja sehr viel Lehm und ja, aber da sieht man schon,
Wir haben ein ordentliches Loch gemacht. Hier kommt schon mal ein bisschen was raus. Ja, jetzt spülen wir noch das Dreck raus und dann ist es die 20 Meter frei bis die Stelle, die kaputt ist. Daniel hat gut gemacht. Also heute sind wir im Freien, zum Glück auch nicht regnet. Tja, dann machen wir unsere Spülung jetzt weiter und dann ist ja finito. So, das Buddelaktion von Eigentümer fertig. Die kommen hier nicht weiter, irgendwo hier bei 20 Meter ist da unser Rohrbruch oder so weiter. Der will ja morgen, dass ein Bekannter mit der Bagger kommt. Und wir müssen jetzt mal diese 20 Meter, das was noch Dreck drin ist, alles rausspülen, weil Wasser läuft jetzt. Wir haben ja ein Loch gemacht mit Spirale. Und wir spülen jetzt mit Rückholer-Düse das Dreck raus. Ja, da kommt ja jetzt ordentlich mal Wasser. Da vorne ist schon fast voll alles. Und danach halt schauen wir mal im Keller, wie das aussieht. Dann legen wir los. So, Eddie fährt jetzt rein mit dem HD-Spüler. Hier ist unser Schlauch. Hier schießt jetzt gleich alles raus. Wir waren jetzt gerade mit der Maschine drin, wie ihr gesehen habt, da haben wir mal die Wurzel ein bisschen beseitigt. Jetzt versuchen wir 20 Meter so gut wie es geht sauber zu kriegen. Bis jetzt sah die Leitung sehr gut aus nach unserer Reinigung, aber durch den Wurzeleinwuchs und wahrscheinlicher Rohrbruch da vorne, wo gegraben wurde. Ist schon gebrochen. Ah, ja, ist schon gebrochen. Konnten wir deswegen nicht weiter. Ich schau mal hin, wo das Wasser hinführt. Hier kleiner Spaziergang, das erinnert mich wie in meiner Kindheit. Damals bei den Bäumen, wo man mal gespielt hat, mit den Stöcken gekämpft hat. Aber vielleicht bin ich auch zu jung und ihr kennt das alle nicht. Hier kommt das Wasser. Und geht dann da irgendwo vorne rein. Ich bin gespannt, was wir mit der Kamera dann sehen werden. Ui. Durch den Rohrbruch. Und ich soll wieder zurückkommen. So, jetzt Action-Movie, wie in echten Film, Verfolgungsjagd. Und jetzt geht's vorne ab. Und? Bist du am Schwitzen? Nein. Ja gut, Beim dann, Schwitzen. dann kannst du weitermachen. Sowieso. Aber viele Steine. Und bleibt man wieder hängen oder geht schon weiter? Was? Bleibt man wieder hängen oder geht schon weiter? Nein, nein. Komm jetzt raus. Oh, jetzt. Eddie am Ende. Schaut euch das mal an. Ich bin nicht am Ende. Die Steine, schaut Die euch Steine sind am Ende. das ist ja. Schau mal, Fliesen. Ja, können wir direkt Fliesen legen. Ja, schau, Glas, also da Vorsicht beim Rausspritzen. Kann Glassplitter sein und alles Mögliche. Aber es ist ein richtiger Haufen, als ob das schon irgendwie Ewigkeiten hier wäre. Daniel, Ja. ein Haufen scheißt der Hund. Dieser kleine Berg. Oh, okay. Ja gut, machen wir jetzt hier mit dem Schaufel alles weg. Ja, Und dann schauen wir, was wir noch drin im Rohr haben. alles klar dann. Passt. Sehen wir uns gleich. Opa! Da ist der Rohr. Ordentlich viel bekommen.
da ist so viel Steine gekommen, dass aus ist. Ja. Da fließt das Wasser weg. Wohin? Dort ist der große Teich, der Regenüberlaufteich. Ach so. Das Biotop, ne? Da sind Frösche drin und alles. So. Jetzt Ich schauen. mach dann schon sauber noch. Alles gut, ich muss noch ein bisschen weiter spülen. So. Jetzt Spagat. Das sieht aus wie so ein Wasserwerfer. Und vorbei mit dem Spaß. Jetzt haben wir so weit wie es geht hingekriegt. Hier haben wir die Rinne ein bisschen frei gemacht. Wasser fließt ja ordentlich ab. Wir schauen jetzt mal die Rückwärtsaufzeichnung von die beschädigte Stelle, wie das aussieht. Das ist circa bei 20 Metern und das wird danach halt aufgegraben. Und ja, hier sieht man ganz schön und klar, dass da jetzt ordentlich Wasser kommt von diesem Bereich, und wir schauen mal danach halt im Kellerbereich. Und in der Leitung halt ist noch halt Senke drin, große Senke. Da ist immer wieder stehende Wasser. Aber sonst bei dem ersten Mal, wo ich hier war, das war hier schon mal ab einem Meter komplett dicht. Das haben wir jetzt alles rausbekommen. Hier haben wir auch sehr viel stehende Wasser. Immer wieder senken. Tja. Und jetzt schauen wir mal kurz in den Keller rein. Da ist der leichte Dreck. Aber wichtig ist, dass jetzt mal Wasser fließt, weil da ist der Senke nochmal. Okay. Und hier sind wir schon. Gut. In der Zeit, wo Daniel jetzt zusammenrollt, wir schauen mal in den Keller vorbei, raus. Und so wie ihr hier seht, hier kommt schon mal keine Wasser, weil die Pumpe ist auf Dauer eingeschaltet. Und schauen wir mal, ob da was im Keller hat es gesammelt oder nicht. Jetzt. Und? Wie schaut's aus? Bisschen was, aber die Pumpe ist auf Einschalten, ne? Ja, ja. Davor ist die ganze Zeit hier Wasser rausgekommen. Hier ist schon immer viel weniger geworden. Also davor hat es hier rausgespritzt, richtig. Schauen wir mal hier. Ja, das muss jetzt über längere Zeit trocknen, ne? Ja, ja. Da war auch alles voll. Aber die Frage ist, von wo drückt das ganze Zeit raus, ne? Aus dem Mauerwerk irgendwo, keine Ahnung. Fugen, allen Ecken kommt da Wasser. Ja, aus Fugen, weil da ist alles voll. Ja. Schaut es hier aus? Gibt es da Licht? Ja. So, jetzt wird das ein bisschen dauern, bis das alles durchsickert, durch Mauer, vielleicht ein paar Tage. Und dabei haben die schon alles aufgegraben. Ja, schauen wir mal. Die Baustelle war ein bisschen heftig, aber ja, wir haben mal geschafft. Wasser fließt ab und es muss. So Leute, abonnieren nicht vergessen und liken meine Videos. Der Daniel ist gerade mal noch beim Restwasser rausspritzen. Ja, ein richtiger Feuerwehrmann, guck mal das an. Damit die Wurzeln besser wachsen, oder was? Ja. Hey.
Wasser haben. Also haut's rein, bis zum nächsten Mal. Wir schauen, dass wir nächstes Mal irgendwelche Verstopfung große haben.